So. Weiter geht's, Leute. Zack. Genug Musik. Wo ist mein Controller? There we go. Haria. Isn't that the village with that demon that Oscar and Teresa were talking about? Ja. I think it might be. We should remain on our guard. Time to slap some demons. Under these. I apologize if I'm being rude, but I have to ask. You're not Aminoch the Empyrean, are you? Of course I'm not. What would even make you ask such a thing? A shop in Isolt was selling Aminoch figurines that looked just like you. Oh, that. I distinctly remember whispering to the shopkeeper in his sleep, telling him not to sell those things. You showing up in his dreams probably only convinced him you were the real deal. You should sue for his use of your likeness and get proper compensation from that shopkeeper. Forget it. It's no concern. Yeah, you're right. It's not like they'd ever sell anyway. Oh, you think a figurine of mine wouldn't sell? You got this whole somber ennui thing going on. A figurine needs to be cute, like me. Oha. Then how about I turn you into a product? Really? Oh yes. I'll have you stuffed and mounted. Unikat. But since it'd be a unique piece, I'd have to price it a bit higher. Mounted? No, count me out. Oh, no fun. Now, what was it we were talking about? Whether or not you are the Empyrean Aminoch. Ah, yes, that's right. I'm no Empyrean. I'm just a simple girl. It would be hard for anyone to worship an Empyrean like me, right? That's true. I mean, it just seems like you're the type who can see through anything, so perhaps an Empyrean seems less intimidating from a certain point of view. You're saying I'm scarier than an Empyrean? Hoppla. Not scarier exactly, just more of a savvy sort of woman. That's not a bad answer, but it won't get you out of the doghouse. Run. Run, you fool. It's a trap. Well, hello there. I don't think we have a chance. Ah, was? Dear police, you wronged me. Here's your justice. Fight in order. Hold up. I'll help you. Kaleido threat. Kaleido threat. Komm runter hier. Oh. Oh, Sandy. Hello there. Bam. Wow. Did you see my complete and utter Schokolade ins victory? Gesicht. Did you? Gewährt auf schwerer Schwierigkeit oder höher eine zufällige Fertigkeit, die den finalen Schaden verringert.
Bei Kampfbeginn für 3 Sekunden unverwundbar. Oha. Das ist ja broken. Ja, die nehmen wir denn als erstes. 3 Sekunden unverwundbar? Schon pretty good. Verbrennungsfähigkeit? 8% mehr ist schon pretty good. In der Herstellung. Ja, lass mal erstmal das nehmen. Ich verliere zwar sehr viel Damage gerade mit den Momenten, aber ist okay. Die Fähigkeit ist halt ziemlich nice. Ja. Geht doch. Everyone ready to play? You really do have a peculiar air about you. Yeah, I don't think you're one of tough. I knew this would be big. Schüler des Segels. Fehlt aber trotzdem noch was, ey. Scout ship setting sail. Jo, Reiler, moin, na, ist klar? Was geht? Heute ein bisschen Tales of Berseria und bei dir. Ich hoffe, du hattest einen entspannten Arbeitstag. That's Haria Village. To the inn, one and all! You better be ready. Crash through! Crash through! You won't get Jo. Is that all you got? No mercy! Wounds I will shield!
Junge! Da fällt mir ein, gut, dass du es gerade machst. Ich wollte das um 14:30 Uhr ausmachen. Wie geht's dir, Mike? Moin. Ich hoffe, du bist gut ins Wochenende gekommen und dein Urlaub fängt gut an. Warte mal, bevor wir es ausmachen, hier gönnt euch noch das neue. No! No! No, niente! So, jetzt sind aber Soundcomments aus. Ja, ich wollte es 14:30 Uhr ausmachen, aber ich habe es jetzt vergessen, nach der Pause auszustellen. Ist schon aus. Zu spät. Ah, ich habe es ja gerade abgespielt, alles gut. Plus 5 Angriffskraft. Lerngeschwindigkeit, Ermüdungsfähigkeit. Lähmungsfähigkeit. Boah, so viele Sachen, ey. Ja, bin gerade am Essen kochen und tippe verzweifelt auf mein Handy und der alles versucht mit Autokorrektur zu korrigieren. Classic, Reiler. Classic. Was gibt's zum Essen? Geiler Urlaub jetzt geht's los. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. How about a stream, ey? Erstmal Unite spielen gehen. Oder machst wie ich, ey. Geile Story-Game zocken. Lego Star Wars, ey. Ist für dunkel. Es gibt hier Menschen, aber irgendwie gibt es hier keine Musik, ey. Something is going on here. From what we heard in Iseult, demons are attacking villages and more people are growing upset with the abbey. Ich habe mir erst meine Fußmassage gegeben mit einer Fußmassagemaschine. Sind das nicht diese Maschinen, die auch für andere Sachen benutzt werden, ey? I didn't know you could see the world in more than just black and white. Die Füße haben geschrien vor Schmerz. Wegen der Massage jetzt oder vor der Massage? I have seen many things in my work. I've beheld both the light and the darkness in the world of men. Ja, manchmal muss man den Körper relaxen lassen, wegen der Arbeit. Gut, dass du eine Woche Urlaub hast. Moreover, I have faith. I believe there is good in all our souls. The darkness, huh? Yes, like you. You're awfully direct. Gulasch mit Nudeln. Oh, geil. Ich hab auch mal actually Bock mal wieder auf Gulasch mit Nudeln. Ich glaube, das nächste Mal, wenn es Gulasch gibt, dann mach ich mir Nudeln dazu oder Reis. Irgendwie sowas. Hello there. Kann sich auch mal gönnen, ihr Gönner. Ist so, ey. Manchmal muss man wirklich gönnen. Man muss sich hin und wieder mal was Gutes genehmigen. Das ist nämlich richtig und wichtig. Jetzt wirst du noch depressiv, ey. Dann lass es dir auf jeden Fall schmecken, Reiler. Gönnung. Hier oben war irgendwie noch Loot, habe ich gesehen. There we go. Ihr seid Reisende? Falls ihr eine Bleibe sucht, seid ihr bei dem Großgebäude am Meer an der richtigen Adresse. Junge! That's tasty! Soldberg, moin. Leider keine Sound-Commands während Story-Playthroughs. I'm sorry about that. Wenn du bis zur Pause aushältst, darfst du gerne Sound-Command machen, weil dann mache ich es an für die Pause. Aber für Story-Playthroughs ist es normal immer aus. Anyway, Soldberg, danke für deinen Sub. Willkommen zu Hause. Ich hoffe,
Du gönnst dir ein paar Emotes, denn, im Sinne von schön die Emotes benutzen, weil die sind extra geil, Junge. Soldberg, in der Pause musst du dir mal die neuen Sound-Commands geben. Es gibt jetzt richtig coole Sound-Commands. Ich glaube, in den letzten paar Tagen sind 3 oder 4 Sound-Commands dazugekommen. So Junge 2 oder Bibi oder Enten 2. Gauner. Du wirst bestimmt auch feiern. Shit, ich hab rausgetappt. There we go. So, Müdigkeitsabwehr nehmen wir mit. Die Stiefel... Ich nehme mal noch ein paar Stiefel actually mit. Welches nehmen wir dann gegen Vergiftung oder Abwehr? Die hier. Davon können wir auch noch mal mitnehmen. Todeswehr brauchen wir nicht. Okay, das reicht. Ich habe eh gleich kein Geld mehr. Ein paar Sachen zerlegen, weil ich habe ungefähr 1 Milliarde Stiefel. Junge, wieso sind das so viele Stiefel? What the fuck? Ich muss jetzt mal lindernde Schiebeknechte verkaufen. Die hier. Oh. Wieder zerlegen. Oh, das sind so viele Stiefel, das ist Wahnsinn. Ein paar Stiefel behalte ich. Ich habe ja gesagt, das sind 1, 2 Stiefel. Junge 2? Ja, Junge 2. Scheiße, ich habe einmal nicht behalten. Dammit. Ich will immer einmal für Notfall behalten, ey. Shit. Jetzt habe ich übertrieben, ey. Man weiß ja nicht, ob at some point auf einmal random Charakter reinkommt. Ich habe schon wieder... Oh, verkaufen. Okay, kurz Chat, kurz Pause. Bin mal im Lurk, gebe ich mir später. Jo, bis später. Vielen Dank für den Lurk, Soldberg. Macht dir ein schönes, langes Wochenende und schöne Ostern schon mal. Ich habe mir ja gestern ein paar Clips angeschaut während der Pause. Wegen Soundcommands ein paar. So kann man den Schubladen aufmachen. Den Schuhladen aufmachen, ja. Ist halt wirklich so. Let's go, Mike, ey. Packchamp Beste. Zack.
Amphibol-Fragmente. Silberklumpen. Schwierig. Soll erstmal reichen für den Augenblick. I can't deal with this anymore. What's the matter? Everyone's sick of all these fruit-flavored gels, right? Was? So, I made gels using the giant cacao beans Junge, only found here Kakao-Jellies. on this island. It gave them a nice bitter chocolate taste. But people complained that they weren't avant-garde enough. Ugh, chocolate-flavored gels, how prosaic, bah! This got me fuming. So I caught some maiden bonita fish you find around here. Sinnloses ground Ausgeben 'em up, hinzufügen. and made some gels with 'em. Aber was denn zum Beispiel? In Einfach nur die Punkte gels? wasten? Well, people do braise meat with chocolate. Chocolate and fish may go surprisingly well together. Exactly. It was the Oder man könnte ja so nicht, man kann auch für Channel Points so eine Aufgaben machen, right? Made for an exquisitely bad combo, which made it interesting. So if you made an innovative new type of gel, why are you so angry? Könnte man sich da ja was überlegen instead. Anstatt einfach nur so ein Channel Command machen. Channel Points Sachen machen. Sondern einfach irgendeine Challenge, irgendwie Punkte voll zu kriegen. And that is? I'll put my Choconito gels in toilets Choconito all over jellies. the world. I'll call it the Great Choconito Toilet Gambit. Was? No one will go to the bathroom without finding my gels. I think everyone will have a lot of fun. Ich glaube, die denken, das ist Poop. So, genius, right? Yeah, it's weird, but I think it's funny too. Right? I knew that kids would get it. Who's a kid? But all the adults in my village called it silly and lowbrow. They forbade me from selling my Choconito gels at all. Die denken einfach, das ist Isn't Poop, Junge, that weil das just auf im Klo horrible? liegt, ey. That's the most ridiculous thing I've ever heard. Aw, man. Things used to be so much better. Mom would make me dinner, and all I had to do was go, 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 ga. And everyone would smile and praise me. Junge, der erinnert sich I wanted to daran? become the kind of grown-up who can't find any fun in looking for gels in toilets. Junge, du weißt schon, dass wenn da so ein braunes Gelee-Ding im Klo liegt, dass man denkt, das ist Poop, Junge. Da hat einer daneben gepupt, Junge. Also, wo am I to judge, I guess, ey. Mach wie du denkst, boy. Also Punkte wasten. Gibt ja Leute, die nur die Punkte wasten wollen. Das stimmt schon, das stimmt schon. Müsste man sich mal überlegen, I guess. Vielleicht sollten wir die Abtei um Hilfe bei der Suche bitten. Wenn sie anfangen, bei meiner Mutter rumzuschnüffeln, könnte das alles noch schlimmer machen. Einfach eine Challenge machen, wo man Channel Points für ausgibt und die einfach nennen, sinnlos. Oder sowas. So kann man auch seine Punkte dann wasten. Und dann kann man so viel wasten, wie man selber möchte, weil man kann ja selber den Betrag dann auswählen. Dann einfach Werbeslogan. Was? Ihr wollt eure Punkte ausgeben? Wieso verwendet ihr die nicht einfach für bla 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 bla? Im Progress zum Beispiel für 999.999, ey. Alright, das war's.
Aber hier oben war noch eine Truhe irgendwo. Da ist sie. Ich hab nicht genug, Junge! No, 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 no. Als ob ich nicht genug hab. Ich hatte vorhin noch 600, jetzt habe ich nicht mal mehr genug, um mir einzuholen. Be right back. Oh, never mind. Now I'm sad. We could use a place to stay. Any rooms open? Yep. Just finished cleaning, in fact. You can help yourself to that room there. All right, time to start deciphering this scroll. Let's wait somewhere outside so Grim can concentrate. Do you think maybe I could stay and watch? I really do want to study the ancient tongue. I promise I'll be quiet and not get in your way, teacher. What did you just say, child? That I'd be quiet and... No, what did you call me? Teacher? You said you didn't want to be called ma'am, so I thought maybe that'd work. Yes, satisfactory. All right. I'll teach you how to read Ancient Avarost. Thank you so much, teacher! We'll leave you two alone then. Let us know if anything comes up. Oi. Wait, what? There we go. Do you plan on just giving up? Palamedes is Amenoch's temple. The priestess isn't the only one whose job it is to protect that temple. It's the duty of everyone born in this village. Why did the Abbey need Amenoch's temple badly enough to risk causing this much unrest? But how will we protect our village from the demons if the Abbey abandons us? Besides, we won't be able to do business with the people of Assault anymore. Our faith in Amenoch has nothing to do with the demons. When the priestess gets back, I'm going with her to protest. The demon blight changed everything. Will we never be able to return to the way things were? The way things were. Hello there. Listen, I don't know what they told you. Ey, dieses Gulasch ist so lecker. Meine Mutter hat das Fleisch so weich gekocht, dass es einfach im Mund zerfällt. Junge, das hört sich voll geil an. Jetzt bin ich neidisch. Lass es dir schmecken, Reiler. Guten Appetit. Das hört sich richtig lecker an. And sometimes they even deliver us his words and will. And there's still a priestess today? Of course. And her daughter is training to become our next priestess. Although, I sometimes feel they push themselves too hard. Both mother and daughter are giving their all for Haria. But the Abbey doesn't care about any of that. And they stole our temple from us. Oh, deswegen ist sie zum Dämon geworden. An exorcist named Teresa came and heard us out. But from the very beginning, she always intended on taking our temple. Her words may have been kind, but that doesn't change the fact that she demanded that we worship her god, Enominat. In all the years we've worshipped Amenoch, not once did we ever try to force others to adopt our beliefs. Why haven't I seen this priestess she's talking about? Tja. Die ist wahrscheinlich der Demon, der hier rumkursiert. Wenn die mad as fuck ist. So she digs being called teacher. Well played, Laphicet. She wasn't so fond of ma'am, so I guess he figured he needed an alternative. You can tell how badly he wanted to help her with the languagey work. I think our Malak boy's finally finding himself. So it would seem.
Menschen und Malakim sind eigentlich ein und dasselbe. Klingt aus dem Mund eines Dämons wie mir bestimmt komisch, was? Haha. Indeed. What connection do you think there is between the violent demon Teresa mentioned and this village? Couldn't tell you. Could there have been a demon blight breakout here? This village doesn't look like it's been attacked, but... Whatever it is. If it keeps the Abbey's eyes off us for once, that's good enough for me. You really will use anything and everything towards your own aims, won't you? Yep, and that includes you. As I'm sure you've noticed. Trotzdem, etwas Merkwürdiges geht hier vor. Ein Dämon in Haria. Ja, it's pretty obvious, right? Am I right? Ja, Magilo, was geht ab? Banning local religions. The Abbey sure knows how to oppress the populace. I'd imagine that comes part and parcel with spreading the good word. Other gods would only get in the way. From what we overheard, it sounds like they've taken over Amenoch's temple, Palamedes, to use as their base of operations. Sealing it off would be provocative enough. But straight up taking it over? Not a lot of so-called reason to that. Unless... Do you think they need it for some other purpose? Shrug. Ah, vielleicht ist das bei so einer Erdspalte in der Nähe. Vor langer, langer Zeit verehrten die Menschen allerorts die 4 elementaren Empiria, einschließlich Amenoch. Aber vermutlich können selbst Götter aus der Mode kommen. It sounds like deciphering the text might take some time. We should be prepared to wait it out here a while. Hopefully it'll all be worth it in the end. I hope so too. But ancient Avarost is complex. It's not just a matter of knowing the grammar and vocabulary. Oh? Then how exactly do you read it? I'm not sure about the specifics myself, but from what I understand, you kind of have to intuit a lot of it. A language based on guesswork? Thanks, old dead people. You're officially the worst. Frech. Oh, ancient Avarost. You have the obstinacy of a spurned lover who refuses to move on. Even for you, teacher? It's this one crucial line. I can't wrap my head around it. Well, from what you've taught me so far, it looks like it says... Saw, Popo, Mucho, Popo? Sancho. Okay. Weiß schon, was Popo im Deutschen heißt. Translated word for word, it ends up saying, the parent hates tomatoes, the child eggplants. I doubt those have much to do with Innominat. Yeah. Was? Ja, Popo. Their grammar is nothing like ours. Sometimes you have to reorder the words, and even then the meaning can require leaps of logic and flashes of intuition. Reordering? So like... San-san, Pocho Pocho, Pocho Musan, Pocho Musan. Can you read it that way? Oh! Pocho Musan. Now where did you get that from? These words are lined up, like they repeat. And when I read this part that same way, it just felt right. Pocho Musan. If that's repeated here, then the passage turns into... the Nameless Empyrean. Empyrean! Ho ho, that has to refer to Innominat. I think we're on to something. Junge. Alright, so if we apply this rule here, then... Einfach den Code geknackt. It would seem to be a book of children's counting songs. It's not about Innominat? What matters is what the song says, child. And I think you will be very interested in the words. Junge. Code Talker. I wonder if they've made any progress yet. Shall we go check on them? Junge, WB-Jabo, bist du jetzt klüger? Ist es eine Katze?
Eine sogenannte Norman, ja. Es gibt hier verschiedene Types of Cats. Also es gibt die normalen Katzen, dann gibt's Cats. Also, ich habe leider gerade nicht genug Punkte, aber die sitzen ja in diesen Kisten drin. So eine Katzkiste und dann gibt's diese Norman, aber ja, es gibt verschiedene Arten von Katzen in diesem Game. Es gab sogar in Tales of Systeria. War das Tales of Systeria? Nee. Das war nicht Tales of Systeria, das war Final Fantasy 14. Falsches Game. Der Tales of Final Fantasy 14, diese komische Katze war so weird, ey. Die Kate Sith Katze. Moin. Well, any results? Yes. Well, thanks to the boy here. As it turns out, he has quite the knack for languages. Only because I've got the best teacher. Careful, honey. Schleimer. You'll give this old girl ideas. Huh? Sie zwinkert ihn schon zu. Oh, Now, child, neidisch. I'm sure they're curious about the song we unearthed. Why don't you read it aloud? Yes, teacher. Song? 8-headed is the lord of the land, with 7 mouths to devour malevolence. Through pulses of earth doth base nature's flow, as he awaits the time of awakening. 4 Empyreans may tear him asunder, but so long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn, in sight of the full crimson moon. The nameless Empyrean hath one heart, the nameless Empyrean hath one body. Therians? Essentially, this ancient text you found is an annotated volume of drawings and songs pertaining to Innominat. Annotated? Then hurry up and just tell us what it means. I'm sorry. So far, we've only figured out how to read the song lyrics. All right. I take it we're still in for a good long wait before it's thoroughly decrypted. Mm-hmm. Likely so. But if we want to find out what the Abbey is up to, we need to know what's in this book, no matter how long it takes. What the Abbey's up to, is it? I think we can learn much, even from the lyrics alone. The drawings depict him with 8 heads. One of them belongs to his main body, but the other 7 are his mouths. Those mouths consume malevolence, sending it along Earth pulses back to that main body so he can awaken. Also das, was Velvet und The die 7 Hydra da monsters gemacht hat. fitting that Nicht die description Hydra. are called Der Griffin. Therians. right. Now as for this malevolence, I have no idea what that means. What about the second part? I haven't studied much ancient history, but it said this world was created by 4 Empyreans: Earth, Water, Wind, and Fire. But they also call Innominat an Empyrean. Perhaps a war broke out between Innominat and the other Empyreans that resulted in him being sealed away. But if there is someone to connect with this divine power, the Therians will keep spawning. And just like that, Innominat will be revived. If we assume that Shepherd Artorius fits that bill, and that he's trying to reawaken Innominat, everything lines up. Which means our job is to find these Therians and cut off Innominat's heads, so to speak. But where do we even start looking for them? Remember, the song states that the Therians and Innominat's body are connected through Earth pulses. If their job is to feed Innominat, the most effective place to position them would be at the Earth pulse points. Points? The place is where the power of Earth pulses is concentrated. Places with that sigil. Hey, remember the barrier that was keeping this bug in the forest? Aus welcher Hosentasche hast du den rausgezogen? Wait, are you trying to say that thing's a Therian? And yet, it would explain why the Abbey was keeping it locked up. And there was that same barrier at the villa, too.
Mit den Griffen, ja. That's right. Do you suppose that was also a Therian? Does that mean the Therians all come in different forms? Ja, I mean, weil du warst auch genau in so einer Barriere eingesperrt und wurdest die ganze Zeit mit Dämonen gefüttert. We've just started deciphering the book. I'd hate to lose time on some fool's errand. I'd rather know at least a little more about what's in it before we make a move. Something bothering you, Grim? This line. The one about Therians being forever reborn. I just felt the same thing as I did in Warg Forest. Junge! Einfach Jack Sparrow sein Kompass. The needle's pointing in the direction of Amenoch's temple, Palamedes. Do I recall hearing that the Abbey took that over? Temples and ritual sites are often built on places thought to be rich in spiritual energy. Could the temple possibly be an Earth Pulse point? There's lots of Earth Pulse points scattered all over the world. If there's only 7 Therians, most of them will be empty. It's not like we have any better leads. If there's even a chance, shouldn't we go check it out? Better than sitting around waiting on the book. If nothing else, we'll find out what Laphicet is sensing. Just a theory, but if you were to kill a Therian... What? I guess there's only one way to find out. Never mind. What? Good luck out there. You little Batsch. Anstatt sie nix sagt, ey. Wir sind immer noch ratlos, aber wir haben Fortschritte gemacht. Die alte Lieder hat seine Rechte auf jemand anderen übertragen. Es kann also bergauf gehen. Es kann! Maybe. Maybe ja wohl, aber... Schön, dass ihr immer noch alle confused seid. Ich werde die Entzifferung selbst fortsetzen. Ja, dann solltet im Tempel nach Hinweisen suchen. Nur so werden wir der Wahrheit einen Schritt näher kommen. Alright. Dann geht's mal weiter. Sind hier die Seelen respawned? Sieht nicht so aus. Ne, schade. Das ist die Mutter oder was? Who are you? The innkeeper's daughter. I happened to overhear you all talking about going to Palamedes and... Did you report us to the Abbey? Report? But you already have an exorcist with you. If you have any business, talk with her then. I'm Eleanor Hume, an exorcist with the Abbey. How might I be of service? I want you to look for someone. A mother and her child went to visit the Abbey grounds, but they haven't returned. They've both gone missing? Ah, Yes. shit. The mother's name is Mahina. She's a priestess of Amenoch. And her little daughter's name is Kamoana. Hold on. If she's a priestess of Amenoch... Right. Ever since the Abbey booted her out from the temple, she's been regularly going back to make her objections heard. Uh-oh. But one day, she never returned home. And now her daughter has disappeared too. I can only assume that she went to go look for her mother. And you believe they're being held at the temple? Oh no, ma'am. I just can't imagine Mahina would abandon her daughter like that. Kamoana is next in line to succeed her, so she's had a strict upbringing, but her mother truly loves her.
Please forgive Mahina for her protests. I was just hoping you could use the Abbey's resources to track them down. Das wird nicht gut enden. In my power to find them. Thank you. Thank you so much. Like Kamoana, I grew up with only my mother as family. I can't help but worry for them. Of course. Let's be off, Miss Exorcist. Na dann mal los. Eleanor, what's your game here? The mother and daughter, you mean? That's on me. I'll search for them myself. I don't care about that. Well, what then? Why are you War klar, actively Jabo. helping us decipher the book when we're using it to thwart the Abbey's plans? You think I might be deliberately misleading you? Laying a trap of some sort for you all? Are you? I think you're a lot of things, Demon. But foolish is not one of them. I want to know the truth. I want to know. Wobei das immer relativ ausgeglichen ist bei der Party. Ich glaube, das ist immer so 50-50 fast. I want to know what it is. Unfortunately, little old Eleanor has never been deemed trustworthy enough to be given such information. So, my only option is to find out for myself. You've got the soul searching down at least. The Abbey and your band of rogues follow two different paths, but something tells me either will lead me to the same destination. And so you don't see any need to lie to us? Exactly. And what'll you do if those truths don't line up cleanly with what you believe? I'm not sure yet. As honest an answer as any. Either way, it looks like you'll be working with us for the near future. Yes, for now. Hey, could I ask you something? What is it? About the Therians. I've heard you call yourself a Therian before. Is there any particular insight you have about them? No, none. Artorias said I was one, that's all. And that doesn't bother you? Does it bother you? Nope, not at all. If you're not worried, then neither am I. I'm surrounded by freaks. But was that truly the reason Ceres chose me? Genau. Ja, das Coole an Tales of Berseria ist ja auch unter anderem, dass wir actually die Böse sind, ja. Wir sind ja Demons und Piraten und einfach alles so ein bisschen. I mean, wir haben literally im Gefängnis gestartet, das Game, also es ist halt wirklich cool. Und Yo Baby ist auf jeden Fall ein nice Main Character. I'll cut down anyone in my way! Sie machen trotzdem noch Gutes, also sind sie richtig tief böse. Ja, wie du siehst, machen wir trotzdem gute Sachen, ne? Also so ist nicht. Aber ja, es passieren auch viele böse Sachen. Ich meine, wir killen halt die Leute teilweise. Ist nicht so dieses, ja, wir müssen jeden retten oder so. Oh oh, ich glaube, Jenfu kriegt gleich was ab, ey. I'm sure you understand. The two have nothing at all in common. And since they don't share anything in common, some fighting
sweating now and then just can't be helped. Well, they both have beautiful hair. Okay, but we're talking a noble exorcist and an aloof demon. Eleanor sometimes treats you coldly, and Velvet has helped me more times than I can count. Madame Eleanor gives herself fully to the salvation of others, but Velvet is bent solely on revenge. That means they're both motivated by thoughts of others. How is the cheerful and talkative Madame Eleanor at all the same as the brooding, taciturn Velvet? Both of them talk to me when it's just the two of us together. You're just trying to be contrary. I'm only telling you what I've experienced. Actually, I feel that Madame Eleanor isn't really reaching out to me. It's all right if Eleanor doesn't want to talk to you. I'm here for you, Bienfu. You aren't alone. That just makes me feel lonelier. You two are opposites yourselves. Huh? Schade, dass da nicht weiter drauf eingegangen wurde. So sauer, Junge! Ey, Mike, was geht ab? Bibi. So. Shit, ich wollte sie beide zusammenholen. Läuft der ran bald Finale? Ich weiß es nicht. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich glaube nicht, Mike. There are none who can resist my spear. If I'm in this one. I have to fight. Ah, kriegst dich hin, die zusammenzupullen, Junge. Lurk und go, ne? Nice try, Jabo, aber während Story Playthroughs keine Sound Commands. Danke für den Lurk, though. Jabo hat die Fallkarte aktiviert, ja, hat er wirklich. Ja, activated my Trap Card. Aber danke für den Lurk, ey. Ehre, Leute, Ehre. In der Pause, ja. In der Pause mache ich Sound Commands wieder an, aber nicht das hier. Muss ich leider klare Grenzen halten. Gehen wir nach oben oder nach unten? Das ist die wahre Frage. Hier sind zwei Geister. Mal gucken, was oben ist. Ich schätze mal, unten geht's weiter. Maybe. Es geht einfach oben weiter. Wow. Wow, 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 wow.
You thought I'd stop there? Annihilating? Fly away, little birdie. Far away. Ja, aber das mit Soundcommands ist schon wichtig, Leute, dass man im Flow drinnen bleibt. Besonders wenn so ganz bestimmte Cutscenes kommen. Wo es gerade meinetwegen am besten ist, wenn keiner was sagt oder so, weil es sad ist oder gerade voll eskaliert in der Story. Und wenn dann auf einmal so ein irgendwie langer Soundcommand kommt oder ein Soundcommand kommt, dann ist halt das Pacing wieder raus. Anyways, ein paar Geisters. Ich glaube, ich sollte mal googeln, wo man am besten diese Geister farmt. Ich habe schon ein, zwei krasse Stellen gesehen. Vielleicht muss man immer zwischen den Inseln hin und her teleportieren dann und dann einfach genau an diese Spots ablaufen. Come on, really?
Riskantes Treffen, lange nicht gehabt. Oh, das ist nicht gut. Der Polt. Das war echt knapp, ey. Boah, 78! Junge! Und es gab einen fetten Erfolg. Jo! Wenn auf schwerer Schwierigkeitsstufe oder höher weniger als 100 Ausrüstungsteile getragen werden, wird die Beuterate um 1% erhöht. Oh. Und das war huge. Ich habe gerade ein Video geschaut, was erklärt, warum die Switch kein Mikro hat, und das ist die lustigste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Na los, hau raus, Melin. Was ist die Story behind, dass es kein Mikrofon hat? Hat dich geplatzt, hat dich gereicht oder was vom Platz her? Alright, neues Schwert. Flammenwehr. Langsamungswehr. Lähmungswehr. Ich glaube, ich nehme Lähmung als letztes, als nächstes. Müdigkeit. Yo, WB-Reiler. Ist gerade voll den krassen Kampf verpasst, ey. Ich habe irgendwie 80 Rangpunkte gekriegt, jetzt kann ich alle Items erstmal austauschen. Ultra geil.
War gerade nochmal duschen und meinen Dreck vom Knochen wegmachen. Von den Knochen besonders, ey. Ja, let's go. Eine ordentliche Dusche, ey. Mal kurz mal den Dreck von der Arbeitswoche wegmachen, das ist schon... So kann man sein Wochenende denn gut starten. Richtig gelesen, die Knochen. Oh, das ist aber ein fetter Oktopussi. So ein Oktopussi-Gegner hatten wir in Tales of Berseria tatsächlich auch. Well, hello there. Ach, was? Jo! Get fucked. Glazit des Zerstörers. Mhm. Nehmen wir erstmal die Lulu-Puppe, I guess. Aber die Fähigkeit ist mir nicht allzu wichtig, not gonna lie. Ich glaube, ich scheiße auf die Fähigkeit. At least for now. Show up. Nicht Knochen, richtig lesen, kochen. Was für richtig lesen, ey. Verstehe. Dreck vom Kochen. Ist doch fast das gleiche, ey. Pokémon wollte damals, als Gen 4 rauskam, eine neue DS-Feature verwenden und brachte Plauderguy in das Spiel. Dieser hatte eine Flugattacke. Ach! Haben wir uns darüber nicht schon mal unterhalten? Game Freak hat daraufhin Nintendo bezahlt, kein Mikro in die Switch zu bauen. Haben wir? Ich schwöre, wir haben über Plauderguy DS Pokémon gesprochen, dass man da halt eben was selbst aufnehmen konnte und dann haben die Leute im Competitive und bla Pokémon immer Beleidigungen und so, dies, das. Also genau dieses Thema, ich schwöre, das gab es hier schon mal im Stream. Ich dachte, da muss wer anders gewesen sein, aber genau dieses Thema mit Pokémon, Plauderguy, aufnehmen, die Attacke, die Leute beleidigen oder sonst was für Scheiß labern oder spoilern oder whatever.
habe das gerade das erste Mal gehört. Okay, okay. Aber ja, Hauptsache wegen Pokémon-Spiel kein Mikrofon einbauen, ey. Makes sense. Einfach das Feature rausnehmen. Fertig. Naja, Menschen sind ja dumm, ne? Everyone ready to play? Die haben mal gern zu viel gehört, ich merke schon, ja. Siehst ja, das sind nicht nur gute Programmierer, kluge Menschen sind das auch noch. Wie kommt es mir bekannt vor? Ja, das mit dem Plaudergeil, das hatten wir schon mal, diesen Talk. 100% hatten wir das schon mal, at some points. Ah, dann war es einfach wer anders, der darüber erzählt hat. Ja, Doppelthema Damage. Ja, ja, bestimmt zu dem Zeitraum war das, ey, mit Doppelthema Damage. Ja. Hä? Okay. Move it or go. Did you see that? I beat it. I beat it. This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides. Geld kann man dieses Problem lösen, ja. Siehst ja, sogar Leute bringen, kannst du damit dazu bringen, dich zu lieben. If you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. Und weil du You've had emotional am worse. Arsch bist, hin im Forget Geld, the geht's dir sea besser? slugs. Nein? Hä? Not to step on the coral. Nee, Point. das ist Coral Quatsch. is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. Wieso denn nicht? Mainly, Mit it Geld was kannst du the dir doch was handiwork Geiles of zu a essen rock-eating kaufen. species of Geiles Essen, coral gleich gute known Gefühle. as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Was denn, der Alte ist hier fremdgegangen? Hier, ey. Nimm den 100er und geh Touch the coral. Why didn't you warn us ins earlier? Vergnügungshaus. Guess it's time to fight. Problem ist, manche denken halt wirklich so, ja. Einfach alles Bots. Sieht man ja, wie viele Leute reich sind und komplett abstürzen mit Drogen und falschen Freunden und sowieso und Partys all the time und bla bla bla. Und am Ende beginnen die aber Suizid, weil die damit nicht mehr klarkommen. Let's go. Tolles Leben, Junge. Ey, geh weg da. Verdammter Regenwurm.
Kauft mir einfach neue Gefühle, ja easy. Hello there. You thought I'd stop there? Annihilating? Ich hab dich angefahren, dein Arm ist gebrochen. Wie ist denn Geld? Wie deine Schmerzen sind nicht weg. Hä? Verstehe ich nicht. Was ist emotionaler Schaden, ey? Was, du hast den psychischen Knacks, wenn ein Auto von rechts kommt? Wie, du kannst nicht mehr im Bus einsteigen. Wie, nimm das Geld. Schon geht's dir besser. We're finished here. Let's go. Wait. Ich glaube, wir sind an einem Punkt gekommen, wo man nachdenken muss. Es gibt Combo-Starter. Guck mal da. Was sind das hier? Mondlichtzyklonen. Das ist ein Combo-Finisher. Nachdenken. Pff. Ja, das Ding ist, guck mal, die haben ja immer Follow-ups. Hier schlitzender Fuß into bohrender Wirbel. Bohrender Wirbel into harscher Konter. Harscher Konter into Mondaufgang. Oder? Also ich deute das jetzt so, weil da so ein Pfeil dran ist. Ups, das war nicht das, was ich gesucht habe. Schlitzender Fuß. Das ist so weird. Mal hier. Schattenfluss. Sengende Schneide into Schattenfluss. Okay, nee. Oder ist das komplett scheißegal, ey? Ich weiß halt nicht, was dieser Pfeil da bedeutet, um ehrlich zu sein. Not gonna lie, ey. Schattenfluss.
einfach machen, ey. So, was haben wir denn hier noch nicht? Panzerspalter into erdender Schlag. Ah, erdender Schlag kommt denn hier hin. Okay. Machen wir da was anderes hin? Und hier können wir was anderes hin machen, I guess. Ne, was anderes. Lawinenzahn. Lawinenzahn into aufsteigender Drache. There we go. Das hier unten ist aber random. Das sieht doch schon mal ein bisschen anders aus. Ich will grad sowas immer. Halt Leute, die so actually denken, ja, das ist ja eigentlich das, was so nervt. Maybe don't invent new words. Yeah, yeah. Nur so schnell. Hey, is everyone all right? Ja, wir haben hier, glaube ich, in dem Bereich über 30 Geister gemacht, oder? So 20 bis 30? Pretty good. Locker 30 Geister sein. Ja, ich denke auch. Das war aber auch notwendig tatsächlich. Come on, really?
Wenn nicht sogar mehr war, kann da easy mehr gewesen sein, ja. Ist doch vernünftig. So viele hunderte, tausende, wie man an Seelen hier braucht für diese Cuts, ist schon gestört. Another victory. Weitere Geisters. Have you been taking care of that rhino Stagros like a good boy? Of course. I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino Stagros? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love Duh. rhinoceros and stag beetles both! What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Mogulu taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself? Nein, danke. Besides, Miss Mogulu told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laffy Set. All right, show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Mogulu says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwing. Wieso riechen? I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. Yeah, I'll danke. pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad. A real man never goes back on his word. Good luck, have If fun. it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Laffy. He's already volunteered. I can do this. Just you watch. This smell is the most bad thing that ever batted it. Whoa! He fainted with his eyes still open. Hey! Ist ohnmächtig geworden. Wake up, Bienfu! Miss Mogulu, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. Was ist explodiert? Stupid, ey. Das hast du davon. Immer noch nicht. Scout ships. Bienfu, ey. Echt smarter Boy.
Oh, hello there. Nom 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 nom. I spy with my little eyes a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. Einfach auf das Ass geschaut. Books anyway? Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back, and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy It's a book, girl which I use thing. for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? Popo-Buch? Open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What Understandable. about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa, really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible. He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Wow. Maggie Lou. That's really cool. There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I. If you really do, then say, Magilu, I want to get to know you better. What? Magilu, I want to get to know you better. All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these Junge! books. I wouldn't have ever Sie hat ihren Rock guessed that. hochgehoben. What the? What are you doing with Laffy set? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Ah. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Magilu, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Here we go again. Imagine, du heißt nicht Joe in real life. Ja, leider nicht, ey. Aber wer benennt sich... Ich bin halt keiner von den Menschen, der seinen echten Namen als seinen Benutzernamen benutzt. Hey, Magilu, I was wondering I'm about sorry. that book you have on your waist. The one you called your Aber trotzdem nennt mich jeder Joe, also ist okay, I guess. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since Ich auch you're nicht, so Kappa. interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Wow. Bienfu likes to write poems? Yep. You'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Oha. I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the west, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's heavy stuff, isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully oppressively heavy. Magilu, your face has gone all sinister looking. Wow. Ryla heißt einfach Ryla im Real Life. Magilu, ey. Ey, indeed.
Warte. Und Mike, was geht bei dir gerade so ein bisschen am Chillen, oder? Wow, all sorts of things popped out. Yep, it's a whimsical wonderland over here. Ich finde diese Winning-Screen echt witzig, weil Luffy halt einfach einschläft oder total hypnotisiert wird. So. Rip Brain. Und dann diese Pause into weiter, ey. Ach ja. Wunderbar. Und kurz stirbt und dann ist er wieder da. I'm back, baby. Was war das? Flammenwehr. Wirkung von Verbrennungsschaden. Giftwehr. Oder Müdigkeit. Ich glaube, ich nehme erstmal Müdigkeit weg, weil das ist schon ein ziemlich nerviger Stat. Auch in Real Life ist das ein nerviger Stat. Imagine, man könnte sowas equippen in Real Life, dass sich einfach 40% weniger müde werden lässt. Das wäre schön. Hasse Müdigkeit, ja. Schlafen eh schon zu viel in unserem Leben. Da bin ich immer noch zu 60% müde, aber es ist weniger. Aber mal die Vorstellung, imagine, man müsste 40% weniger schlafen. Dass du innerhalb von 4 bis 5 Stunden meinetwegen schon... Also jeder Mensch ist es ja unterschiedlich. Aber wenn ich einfach nur noch 3 bis 4 Stunden schlafen müsste, das wäre schon ziemlich geil. Aber... On the backside würden alle Menschen nur 3 bis 4 Stunden Schlaf benötigen, dann würden sie einfach am Tag nicht 8 Stunden arbeiten, sondern irgendwie 14 Stunden. So 13, 14 Stunden täglich, ey. Hätte das auch nichts von gekonnt. Mehr Zeit, die Menschen auszubeuten. Yay! Noch am Essen und Schlafen. Rippe. Also natürlich gibt es auch viele Leute, die sagen, Schlafen ultra geil. Oder Essen ultra geil. Und der Damage, boah, 40k, ey. Ich bin froh, wenn beides wieder zurückgeht. Yeah. Ja, vielleicht am Sommer. Wenn das Wetter immer besser ist, dann hat man eigentlich auch weniger Müdigkeit. Weil das Wetter dann so ultra knallt.
You thought I'd stop there? Annihilating? Come on, really? Ja, mit dem Geld, let's go. Looks like You thought I'd stop there? Annihilating? Come on, really? Auferstehung. Oh, erstmal Müdigkeit wegnehmen. Belebt Gefallene wieder und stellt KP wieder her. Oh, ein Rätsel. 90 SG, though, ey. Einfach fast die ganze Leiste. Oh no. Wie viel sind das? Okay. Ist okay. Ich kann mir nämlich immer noch die andere Katzentour dann leisten. Oder war gerade die Katz für Jabbo? Egal. Ich glaube, Jabbo ist eben Lurk. Der jetzt wahrscheinlich eh nicht wahrgenommen. Einen richtig guten, entspannten Schlaf ist auch gut, finde ich. Und ja, wäre der Mensch länger wach, hieß es, man muss mehr knüppeln. Und das ist nicht geil. Nochmal weniger Lebenszeit für sich. Ja, deswegen. Da würdest du halt noch mehr ausgebeutet werden, ne? Weil dann heißt es ja, oh, der hat ja noch mehr Zeit für mich all day zu arbeiten, damit ich noch mehr Geld machen kann.
How about it, Laphicet? Picking up on anything? Yeah, in the direction of the temple. The feeling's getting stronger now. Fast ab, wir sind fast da. You're not hurt, are you? No, I'm fine. Ich kann mich gerade so heftig an das Gebiet erinnern, wo du gerade rumrennst, Joe. Ich finde das actually ganz nice, dass das so groß ist. Also Not Gonna Lie ist eigentlich eine coole Umgebung. So riesiger, großer Strand. Also manch einer wäre wahrscheinlich abgefuckt, so von wegen so, bin ja immer noch nicht da und so, aber... To be honest, eigentlich schon, eigentlich ganz angenehm. Du kennst das Gebiet zwar, aber du weißt nicht, wo ich denn im Game bin. Ich kann auch nicht abschätzen, wie viel wir noch machen müssen. Absolut gar nicht. Also wir haben jetzt aktuell ein Ziel durch die Blume gesagt, und zwar die 7 Therians besiegen. Also wir sind ein Therian, einen haben wir besiegt. Wir sind auf dem Weg zum 3. I guess. Der 4. ist ein Hippogriff. Da müssen wir irgendwann auch noch mal hin. Oh oh, jetzt geht's ab. Oh oh. Disgraceful. Gefährlich, gefährlich. Alright, das war ein bisschen gefährlich. Und ich habe mega viele Punkte dadurch verloren. Ja, 31, ja. Weil ich 3 Mal auf einmal gestorben bin, aber... Ist okay. Ist okay. Und neuer Gürtel. Nehmen wir den. So, geheime Geschichten. Nicht elementare Angriffskraft plus. 7%.
Erdangriffskraft wird erhöht. Was für ein Level habe ich denn? 36. Ich schätze mal, ich bin Midgame. Oder was? 36? Maybe? Ein Drittel? Ein Drittel zu 50%? Aber... ist okay, nicht zu wissen, an welchem Punkt wir sind. Ich wäre sad, wenn ich jetzt schon wüsste, so, oh, gleich kommt das Ende, ey. Also wenn jetzt schon das Ende wäre, das wäre disappointing, ey. Aber das wird nicht passieren. Ich glaube, wir haben noch sehr viel vor uns. Speicherpunkt. There we go. Guck mal, wir haben jetzt über eine Stunde nicht gespeichert. Also, aktiv haben wir eine Stunde lang keinen Speicherpunkt gehabt. Imagine, man geht jetzt Game Over, kurz vor am Ende, ey. Das wäre mir fast passiert. Also im Hard Mode hätte ich viel öfter Schnellspeichern genommen. Schnellspeichern ist dein einziger Savecore, wenn du unterwegs bist. Ist das zum Kind of Wassertempel hier oder was? Oh, die sind dead. What's this? Das wäre richtig fatal. Oh oh. Demon Time. Das ist die Mutter oder die Tochter? Die Tochter, die die Mutter gesucht hat. The demon we heard about? Sounds like it's having fun. Then we'll use this distraction. Reen in die Olga. Und das ist ein Unterwassertempel. Wait, kriegen wir eine Summon. Ah ne, hier war ja nicht mit Summon, ey. Das war ein bisschen different. Wow, look outside! It's the ocean! This was a place of worship for Aminoch, the Water Empyrean. The ancients built this sanctuary underwater for the same reason that Eumasia's temples were built underground. But building this underwater couldn't have been easy. Aye. With the Earth temples, all they had to do was keep digging. Here, they had water to contend with. How did they do it? You can't split the sea like you can a log. They started by stacking giant stone blocks in the shallows, creating an enclosed space. Then they drained the water and expanded the enclosure. Once they had done that enough times and secured enough dry space, they were able to dig into the sea floor. It's mind-boggling, isn't it? The humans believed that by going through such great hardships to build these temples, they could show the depth of their devotion. Additionally, current research suggests the site of this temple once sat on the seacoast. What? Are you saying I'm wrong? No, I'm only reporting what I've read in academic journals. How would coastal ruins sink into the ocean? When the Empyreans began their slumber, the land shifted, and this temple was swallowed by the sea. Scholars were able to prove that the sand and the heavy stones formed an airtight seal around the structure. Later, ich glaube, Eisen ist gleich mehr, dass sie schon wieder klugscheißert. To the temple, bringing it to its current state. Now that you mention it, I think I read that book too. Revised Theories on Ancient Architecture, right? That's the one. Have you read it, Eisen? No, I only read the first edition. The problem with the stone enclosure theory is that each time you expand the enclosure, the Eisen ist pisst, stones jo. have to be carried out. Ist innerlich pisst. Once that was Safe. pointed out as being too inefficient, alternate theories were developed. The revised edition has a number of competing theories. I highly recommend reading it. I will then. So, wait.
Was that a complete rebuttal of Eisen's explanation? That was not my intention. Scheiß Klugscheißer. It's okay. Archaeology is a continuous process of asking new questions and making new discoveries. Prevailing theories change all the time. What's it matter anyway? Let's just get going. Danke, Velvet. Fitz Eisenman. Let's do our best! You thought I'd stop there? Annihilating? You thought I'd stop there? Annihilating? Einfach voll mal Combo, Junge. I refuse to fall here. Feels good, man. Bücherwurm Sorey erhalten. Warte, was? Ein Sorey-Skin haben wir bekommen. Show him how Ifreed's crew can sail. She's so pretty. Mit ist der Göttin Martel. Sie hat in den verschiedenen Mythologien jeweils eine andere Gestalt fungiert, aber immer als Wächterin des Weltenbaums. Tales of Symphonia. Tatsächlich. Der Legende nach steht dieser Baum im Zentrum der Welt und erzeugt Lebensenergie. Martel wacht über den Baum und zwar zusammen mit den in ihm lebenden Geistern. Ich verstehe. Diese Göttin würde ich auch gerne mal kennenlernen. So, Laphicet. Ich wusste gar nicht, dass du auf ältere Frauen stehst. Was? Ältere Frauen? Hehe, kein Grund sich zu schämen. Früher oder später durchlaufen die meisten Jungs diese Phase. Aha. This design. Could it really be? Diese kunstvolle Glasmalerei stammt von der Kanono-Insel, die auch als Insel der 3 Jahreszeiten genannt wird. Das Glas strahlt ein dezentes, sanftes Leuchten aus. Neata! Was soll das sein? Der Name der 3 Katzenkreaturen? Nein, so nennt man die Art der Glasmalerei. Die Farbenvielfalt und subtilen Techniken, die hier verwendet wurden, sind heute leider verloren gegangen. Es ist unglaublich kostbar. Also könnten wir es für ein Vermögen verkaufen? Nein, das können wir nicht verkaufen. Moment, du hast gesagt, dass ich alles behalten könnte, was ich finde. Aber das ist nicht einfach irgendein Pfund. Es ist ein richtiges Kunstwerk. Eine Art kulturelles Vermächtnis. Kultur? Bist du nicht ein Pirat? Genau, ich bin ein Pirat, kein Händler. Deswegen kann ich es nicht verkaufen. So einfach ist das. Junge, richtig deutscher Spruch. So einfach ist das. Ach zum... nein, vergiss es. Ich geb's auf. Children's clothes. More odd junk, huh? Oha, ey. Von Genus... Oder was? Diese Kleidung stammt aus einer Kommode auf den Diomant-Mel-Inseln. Eins, weil 2 Zwillinge sie getragen haben, deren Kunst der Nachahmung legendär ist. Offenbar hat diese Kleidung als Meistermimen gehört. Was ist eigentlich ein Mime? Ein Mime kann die Fähigkeit eines Berufsstandes nachahmen, indem er einfach die von diesem verwendete Kleidung anzieht. Oh, das ist echt bemerkenswert. In Ordnung, Laphicet. Zieh das mal an und dann schauen wir, was passiert. Wenn das Mime-Kleidung ist, macht sie dich vielleicht zu einem Mimen, richtig? Ich kann es versuchen, aber selbst wenn sie mir die Kräfte eines Mime verleihen sollte, muss ich andere Kleider tragen, um diese Kräfte auch nutzen zu können.
Und sobald ich die Meme-Kleidung ablege, büße ich die Fähigkeiten ein, die sie mir verleiht. Also, wir werden wohl nie herausfinden, ob da wirklich irgendwelche Kräfte drin stecken oder nicht. Ich verstehe nicht, was du meinst. Es ist ein richtiges Paar Drops, oder? Ein Paradox. Es ist ein Paradox. Ein paar Drops ist besser. Richtiger Bücher-Sorry. That crest. Empirische Tafel. Auf dieser Normarchipel entdeckten Tafel sind 5 Wappen eingezeichnet. Man glaubt, dass das Artefakt einst einem Tempel gehörte. Oh, das Hysteria-Artefakt. Das Illuminat und die 4 anderen. Oh, das sind die Wappen der Imperia. Du erkennst sie, Magilu? Natürlich, ich bin schließlich ich. Und jetzt bin ich so nett und erkläre sie euch. Also seid dankbar. Und links ist das Wappen von Musife, Empira des Feuers, gefolgt von Amenor, Empirien des Wassers. Dann folgt hier Januar für den Wind und oben links ist ein Marcia für die Erde. Das sind 4 elementare Imperia und das letzte Wappen steht für Innominat, den 5. richtig? Das hast du hast gut aufgepasst, Dankeschön. Diese Tafel wurde in den äußeren Meeren gefunden, das bedeutet also, dass die Macht der Imperia über Midgard hinausreicht. Tja. Vielleicht ist es besser, nicht weiter darüber nachzudenken, mit wem du dich anlegst. Unwissenheit kann auch ein Segen sein, oder? Mich kümmert es nicht, was meine Feinde sind. Ich werde nicht eher ruhen, bis sie alle besiegt sind. A pendant. Nothing of any worth to me. Dieser Anhänger wurde im Auge eines tausenden Sturms in Lehman-Meer entdeckt. Es soll ab und zu einen Ton von sich geben, der an das Heulen einer Bestie erinnert. Wirklich? Gut. Der Anhänger sieht ein wenig unheimlich aus, aber der Edelstein hat eine hübsche rote Farbe. Ich denke sogar, dass er dir gut stehen würde, Velvet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Beleidigung auffassen soll. So habe ich das nicht gemeint. Das ist mehr wie ein Schweininchen-Lippenstift auftragen, verstehst du? Du machst es nur schlimmer. Ein Schweininchen, sagt er zu Velvet. Kennst du diese Redensart nicht? Es bedeutet, jemanden, der niedlich ist, schön herausputzen, damit diejenige Person noch niedlicher aussieht. Du bringst da gerade ganz viele Dinge durcheinander. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Gut, lass es mich anders ausdrücken. Perlen vor Schweininchen werfen, dem General Kaviar servieren und Dämonen-Anhänger schenken. Sowas in der Art. Wohl eher auf taube Ohren stoßen. Rippel. Oh, that's a fine piece. Ein aus einem Wrack im Asrosmeer geborgenes Gemälde. Es zeigt einen Turm der Wiedergeburt und ein Schloss im Himmel. Symbole der Einheit von Himmel und Erde. Das ist ein schönes Gemälde, aber was macht das Ding da am Himmel? Rokoru, du begibst dich in unbekannte Gefilde, wenn du solch ein Meisterwerk wie dieses kritisierst. Wir haben es vermutlich mit einem Werk des früheren Belformanismus zu tun. Einer Richtung, die versuchte religiöse Überzeugung mit hypersurrealistischen Techniken zu verbinden. Es ist nicht wichtig, dass auf der Leinwand zu sehen ist, sondern vielmehr was im Herzen des Betrachters vor sich geht. Gut, aber stört dich das nicht? Ich meine, wie kann etwas dermaßen Großes denn einfach so in der Luft schweben? Hör mal, lass dir den Blick nicht von solchen nebensächlichen Kleinigkeiten bestellen. Öffne dein Herz für Wunder und Schönheit. Es ist offen und es wundert sich, was zum Geier auf diesem Gemälde los ist. Darauf kann ich nur eine Antwort geben. Das Gemälde soll so sein. Also wurde es auch so gemalt. Der Künstler malte nur, was auch gemalt werden musste. Sein Innerstes verlangte danach. Dieser Himmel braucht weder Vögel, Sonne, Engel, noch Schweininchen. Er brauchte das. Das ist deine Antwort. Sie liegt im ureigenen Wesen der Kunst. Schon gut, schon gut. Get the fuck out of here. Wie könnte ich solche Hingabe widersprechen? Tja, nicht so einfach, ey. Oh, die Pilotensonnenbrille, da. Ne. Schön, dass man bei Velvet den Schieberschwanz nicht sieht. Da ist er. Der Bücherwurm Sorry. Ach, er hat ein Buch in der Hand. Ich habe das gar nicht erst gesehen. Okay. What?
Die Bubi-Physics. Ich sehe sie genau, ey. Ich helfe mal kurz, Leute, wenn ihr es nicht seht. Wenn sie die Pose ändert. Ja. Da hat der Developer sich gefeiert, ey. Das machen Developer gerne, by the way. A game is just as good as the jiggle physics. What? Okay, hab genug gesehen. There's no Empyrean here, right, Eisen? If you're worried about it, why not flip that coin of his? Heads, no Empyrean. Tails, Empyrean. Erinnert mich an Metal Gear Solid 4. Ja. True. Like I said before. In Metal Gear Solid 3 auch. Wohin, wenn Eva im Team ist und man dann in dieser Scan-Ansicht geht. Fearful of natural forces, began to worship 4 gods they called the Empyreans. If you're concerned about whether or not one is sleeping in these ruins, just remember that their very existence is only legend. Be that as it may, Inominat certainly exists. Aye. But I've never heard a single story of anyone actually seeing an Empyrean. Inominat must be a special case then. Must be. I suppose so. If there were 4 more like him, and they were all trying to stop us, we'd be sunk. I can't disagree. Und wenn man den Controller wackelt, wackelt noch was anderes. Wenn man mit Rose telefoniert, meinst du? Auf dem Monolith steht etwas geschrieben. Auf dem Kelch befindet sich ein Symbol, welches das fließende Wasser beherrscht. Wird der Kelch mit Wasser gefüllt und das Symbol färbt sich blau, wird das Wasser deinen Weg wie eine Mauer versperren. Wird der Kelch mit Feuer getrocknet und das Symbol färbt sich weiß, beruhigen sich die Todesfluten und geben den Weg frei. Okay, das war's schon mal nicht. Welcher Controller? PlayStation 3 Controller. Mina. An welchen Controller hast du gedacht? So ein Joystick, oder? Und wenn ein Kelch mit Wasser gefüllt ist, fließt der. Ey, das habe ich gerade erst gelesen. Das ist ein Hammer, Bro. Well, that about does it. Weiß ich, stelle die Vibration nochmal aus. I see a secret. Also es kommt tatsächlich drauf an. Am Smash habe ich zum Beispiel Vibration aus, aber so in Story Games habe ich das immer an. Hello there. Für manche Games braucht man das auch. Metal Gear Solid 1 zum Beispiel, wenn Psycho Mantis sagt, leg deinen Controller auf den Boden. Ich bringe es zum Vibrieren. Mit my power of my will alone. Und dann macht er Ching Ching, Alter. Schon vibriert der Controller. Das ist einfach Magic, ey.
Ich weiß nicht, bis heute nicht, wie er das macht. Metal Gear Solid 4 bewegt er den Controller. Ja. Ich glaube, hier oben war nichts. Zum Einsetzen. Ne. Normalerweise hat man ja den Controller auch in der Hand, wenn der vibriert, deswegen. Sollte das ja kein Problem darstellen. Also Metal Gear Solid 1 bis 4, super Serie. Metal Gear Solid 5 war halt, ja, Kojimbo wurde halt gekündigt, ne? Während der Entwicklung, sowas richtig Dummes, ey. So, wie kann man so blöd sein? Oh, Rare Mob. Hello there. Das ist ein Rare Mob? Das ist die Tochter, oder was? It wiped out the security for us, but... Was ist eine Halskette? Well, look at that. Wolfie's got the crest of Aminoch. The same pendant worn by priestesses. Then that makes this demon. Yeah, she must be the missing mother, Ach, die Mutter oder die Tochter. Can't be. Oh. Diese Werbung hat auch Bubis anscheinend. Dämonen Mahina. Okay, es ist die Mutter confirmed. To think a priestess, beloved by her village, would become a demon. Man war Metal Gear Solid 5 nice vom Gameplay her, I guess. She's never Aber going to be the unfertig. same again. This is the least I can do for her. So says reason. Huh? That feeling. Damn. Hm? Let the demon be. We don't need it. Ja. Ja, da war halt keine fertige Story. Das war einfach nur hingeschissen dann. Und in jeder Mission Credits reinmachen. Kojima war like, ja, fuck you all, ey. Dann ist das halt so. Gewährt die Fähigkeit, zufällig Fertigkeiten der Müdigkeitsart auszulösen. That demon. I guess she caught demon blight when she was looking for her daughter. Yeah, that's what the girl at the inn said. But even after turning into a demon, she's still searching for her daughter. Let's not talk about Metal Gear Survival. Kuragane and Das war so Dial eine all Schandtat. remember what they wanted when they were human, right? Demon or not, she's a mother.
It's no surprise she would still be protective of her child. It could be that. Or it could be something else. Well, I hope that's what it is. I know that must be how she felt as a human. But demons don't have a sense of motherhood or any such thing. You saw how violent she was. She's not Mahina anymore. When she became a demon, she lost all capacity for empathy and love. It's heartbreaking, but it's the truth. Velvet and Rokuro still have empathy. One demon left unchecked could take 100 lives. And this one's even willing to attack exorcists. Demons can wipe out entire villages, even cities, just as they destroyed my village. Thus, my path is clear. Eleanor is right. There's no turning back once you've changed. Perhaps it would be a mercy to grant her peace through death. Maybe. I won't run away. Perverser Priester. Ne. Ne. So sieht man also aus, wenn man pervers ist. So sehe ich aber nicht aus. Bist du denn ein Priester? Maybe. I see. Its guardian was angry at it. Hold on. You can read a guardian's heart? Yeah, sort of. It won't open. Is there some sort of trick to it? Well, you could always try busting through it, but I wouldn't. Who knows what sort of traps you might trigger? Spaß. Die Küche ist böse. Ja, siehst du ja, sind perverse. Look at that diamond-shaped stone in the door. Haven't we seen that somewhere else? You're right. It was on the pedestal with that chalice. That huge thing? You must have some sharp eyes there. I was more interested in what was inside that chalice. So, what? That chalice is the key? Somehow I doubt it'll be that simple. Some stones are colored and some aren't. It must hold some kind of significance. I think you're right. Is Innominat really an Empyrean? What makes you ask that all of a sudden? Well, according to the song Grimm deciphered, Innominat is an 8-headed dragon, right? The Empyreans are supposed to be these holy beings, but using Therians to feed on malevolence sounds more sinister than divine to me. You've got a point there. Empyreans are a type of Malachim, and that doesn't seem like any Malach we've seen. And even less so when we're talking an 8-headed dragon. Is it so far-fetched? Schon 20 Uhr. Ich glaube, wird mal Zeit, was zu essen zu organisieren. Well, it wouldn't be good. My guess is they'd merge together into a giant, horrific monster. The mighty beast will attack us with its 8 long, snake-like necks and 8 heads spitting hellfire! I can see your worry. Right? And that's 8 heads with only 6 of us to take them on. It'd be more than we could handle. I'd have to conjure up a double or two. You can do that? Junge, let's go. Of course not. Oh. Then why mention it? Oh! Und sie haut ab. What is it, Laphicet? Do you think each head would act of its own free will? Because if they do, they'd be uncoordinated, bumping into each other and going this way and that, giving us an opening. If we fight as one united whole, I know we can win. Yes! If we work hand in hand, victory is ours. Right, everyone?
Mm-hmm. Huh? Us? United? Have you looked at us recently? Well, I mean, maybe. Maybe. Hoppla. Well, hello there. Oh, er hat Haare. Guck mal, er hat Haare. Der Boy. I'll finish this now. Ah, das ist eine Maske. Hoppla, ich dachte, das sind Haare. Mann, jetzt bin ich enttäuscht. They were nothing. Mano. This recipe. Scout. I'll finish this You thought I'd stop there? Annihilating? I'll cut down anyone in my way! Move it or die.
Halbmenschen is the call right now. What? Dem Monat steht etwas geschrieben. Das Schloss der heiligen versiegelten Tür wird von den blauen und weißen Juwelen der 7 Kelche beherrscht. Leute, die Juwelen der Kelche erleuchten auch die Juwelen der Tür. Einklang oder sich. Ja. I mean. Ja. Habe ich mir gedacht, I guess. Aber danke fürs Bescheid sagen. Looks like you are. You thought I'd stop there? Annihilating? Out of my way! What a dark and light! I wish I had power like that. And forget it. Whoa! A water bridge! Ja, eine unsichtbare Brücke. Oh, die Brücke bleibt also bestehen, never mind.
Okay. Zwei Babi. You're fighting the Reaper. Hey, is everyone all right? Gediebt, Junge. Man kann nicht zurückgehen. I see. Beim Hauptgang, die müssen ein sein, nicht hier hinten. Keine obvious.
Ich muss mal actually gucken gehen. Ob das bloß die Weißen sind, die ich zum Leuchten bringen muss. Mhm, okay. Dann weiß ich es jetzt.
They were nothing. Sobald du den Mechanismus aktivierst, spürst du, wie Mana durch den Tempel zu strömen beginnt. Du hast wohl eine Art versiegelte Energie freigesetzt. Nee. Das ist so ein kleiner Hinweis für Spieler, die das bloß auf Random machen und das checken. Oh. Macht alles kaputt. Sorry. Gern geschehen. They were nothing. Siegel sind da, um gebrochen zu werden. P. Sorry? Ja, genau der. Ich sitze mir den gleich auf den Kopf. Jetzt geht Rinda hier in die Olga. I feel the power coming from further inside. How very intriguing. Hat sie gerade Therion gesagt? Wow. Wow. Weil hello there, diesmal ist die Tochter. Well, there you are. That barrier again! Looks like we were right. Another Therion. Just as Velvet conjectured, each of the 7 heads seems to assume a different form. The sensation! It was here! Well, look at that. I guess your hunch panned out too, kiddo. This is just how I felt in Roared Forest. That must have been an Earth Pulse point back there too. Kleines Batsch. Weil Rip, Junge. What are we going to do with this one? Can we get it to shrink like that bug of yours? I don't care whether it lives or dies. As long as we defeat it and take out one of Inominat's heads, that's all that matters. Try not to let it eat you. That'd be very uncomfortable. Junge! Therion comfortably. Ready to die? Think you can dodge? Just try. Perfect mayhem! Behold the arts of my ancestors! I'll get the style! Blast away the shadows of darkness! Let's go! Gaze upon my fiery muse! Blast away the shadows of darkness! Get wrecked, Junge.
I don't think this Therian's getting any smaller. Da kommt die Mutter, Junge. The demon again. Mama. I'm not letting you go this time. Junge. What? Is that Therian? Zweite Phase? Eating the demon? Ruf den Exorzisten. The Therian. It ate her. Malevolence must refer to demons then. Feeding on demons. I know what that's like. Mommy. Mommy. Look! It turned into a little girl. Is that Kamoana? Mommy, why? Why did you leave me all alone? Did I do something wrong? Was I too weak? I'm sorry, Mommy. I'm sorry. No, this can't be happening. I tried so hard to be strong for you, Mommy. The man from the Abbey made me strong. Fucking Oscar, Junge. So please, Mommy. Please come back. The Abbey made her strong? By turning her into a Therian? Jeez, those happy jokers really get off on this sacrifice stuff, don't they? I can't believe it. That woman, she was trying to save her own daughter. Mommy! Mommy! I miss you. Mommy! Dying, unable to save her daughter. All she could do was offer herself to feed her hungry child. No, this is my fault. So, should we bring her with us? Someone like her will only slow us down. That Therian isn't going anywhere. You little bitch. Bring it on, you little shit. Oscar, what is the Abbey doing? Please tell me, I have to know. Eleanor, the less you know, the better. I must know. I killed her mother, and then the poor girl, she... Ah, so she must have devoured the demon. But don't let that trouble you. The demon was a necessary sacrifice to bring an end to this world's pain You little and piece of suffering. shit. It wasn't just some demon. She was a mother. She was all this girl had. Her one and only mother. Be that as it may, those who possess strong wings must... Get fucked, you little shit. Hehe. Nope. It's not nice to make a girl cry. Kamoana. It's now or never. Out of the way, Laphicet. Wait!
You know compassion? This isn't up for discussion. I thought you just wanted to weaken Inominat! You can sever the link! You don't have to kill her! Velvet! Oh, someone's had a change of heart. Apparently, a woman's tears truly do have frightening power. I'm just curious about something Grimoire said. I can always kill this one later. If we're taking her with us, we'd better grab her and go. No sense lingering in the enemy's territory. Hey, Kamoana. My name's Laphicet. Do you want to come with me and my friends and get out of here? Where's my mommy? I'll be lonely without her. You're not alone, sweetie. I promise. Even if she's far away, your mother will always be looking over you. How do you know? Weil du es gegessen hast. Because that's what my mother does for me, too. Weil er noch ihre Mutter aufgegessen hat. Let's go, Kamoana. Okay. Deswegen kommt. Liebe geht durch die Waage. Ja, ja, ja. Ein bisschen zu wörtlich genommen. Wenn Titel des Marathonläufers schaltet den Rangbonus für Verkettungen frei. Scout. Pussy. Hehe. Es wäre so einfach nur zu Velvet. Also Einsatz gesagt, Velvet. Ich weiß, Eleanor macht ohnehin eine schwere Zeit durch. Ich werde nichts tun, was sie vollends um den Verstand bringen könnte. Shit. Der ist ja eh schon gehirngewaschen worden. Pussy. Shenzi. Achso, ja, ich brauche hier gar nicht lang gehen. Ist ja zu... Oh. Not good. The malevolence is getting stronger. My. The effects are already starting to show. Wild shit. Ich taufe wieder auf den Namen Puska. Halb Pussy, halb Oscar.
Junge, der neue Wasserbubi einfach, ey. Oh, oh. Die Domäne wird fucked up hier. Oh, oh. Das ist not good, ja? Oh, hello there. Gleich kommt seine Schwester und macht dir Aua. Junge, sie ist wieder mad, ey. Weil wir wieder geknüppelt haben. Ja. Erstmal Geister einsammeln. Also ich könnte mich auch hinporten. Und so dies, das, aber ne. Dafür sind die Geister leider zu wichtig. Ich brauche halt wieder sehr, sehr, sehr viele Geister, weil ich einfach gleich wieder 175 verlieren werde. was angry at it. Hold on. You can read
Oh, das ist mit dem Rangbonus auf der rechten Seite. Das ist pretty cool. Try as they might, it won't change anything. We can do this. Ja, aber kann man ja nachher richtig gut grinden, ey. Ja, Hotels, was geht ab? We're finished here. Let's go. I'll finish this quick. Wie viel? Ja, langes Wochenende, ne? Also Ostern. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Think you can dodge? Just try. Perfect mayhem! Now, with a single breath, they appear! Here they come! There's no stopping them now! Good! Spyro! Ja, geil. I refuse to fall here. Warum hast du es nicht noch öfters durchgespielt? P. So. Fähigkeit gegen Untote, Ermüdungsfähigkeit. Plus 5 Angriff. Da lang. We can do this. That's all. You're Ja, not ne? hurt, are you? So pretty good.
Könnt ihr ja nochmal auf PC spielen. Zum Beispiel. Den super ultra hard Mode einfach spielen. Gönnung. Wo du alles abusen musst. Oder sonst Wein gehst. They were nothing. Not worth my time. They were nothing. Ich habe eine Lulupuppe oder ich habe die. Tales of Hysteria fand ich gut. Jedes Tales Game finde ich gut. Halt. Jedes Game ist halt einzigartig, also. Es gibt Sachen, die feiert man und Sachen, die man weniger feiert. Aber overall war es ein gutes Game. Storymäßig war halt. Aber man kann ja nicht alles haben. Ende der Story halt war Timeskip, Junge. Keine richtige Conclusion gefühlt, weil wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, ich hatte das Bad Ending halt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht ein True Ending rausbekommen habe. Wie Silos, den man nicht feiert. Ja, zum Beispiel, ja. Silos war halt ein Schiebeknecht. Deswegen. So, es gibt so positive Sachen, es gibt negative Sachen. Don't waste my time.
thing. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir einen ganz, ganz kleinen Puffer wieder. Ich gebe jetzt halt 175 aus, aber dann kann ich wenigstens die Truhe danach holen. Erstmal gleich. Oh, jetzt ist schon wieder Malevolence. Mal wieder weg, wünsche dir noch viel Spaß. Jo, vielen Dank, Tails. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Nicht unterhaltsam genug gewesen. Pill. Lieber selber nochmal Tails aufzocken. There we go. Stimmt, sowas, wenn man nicht unterhaltsam genug ist, sorry. Das war halt gerade die Seelen ablaufen. Oh oh, sie werden alle mad, Junge. Guck mal, die sind alle wie auf Trance. Grim, what's up? Did you come to share something else you found in that book? Not quite. I'm afraid the malevolence has grown too dense for me to hole up at the inn reading. Malevolence? Bestimmt, weil wir das Siegel gebrochen haben. The hell? What's that coming out of their bodies? Malevolence. They're all hitting their limits. Demon Blight! Oh, die uns losgeschickt hat. Junge. Even the inn girl! Why is this happening? They're demons now. Their malevolence is spilling over. The malevolence. All of that energy spilling from their bodies? That's what causes the demon blight? Einfach Joe Stream lieben vorm Streamende. Echt, sowas macht man nicht, ey. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt eine Ecke halbwegs fertig in Animal Crossing. Super cooles Outfit, weil meine Klamottenladen heute gegönnt hat. Let's go, ey. Progress. We'll talk later. The exorcists are going to have their hands full with these demons. Let's get back to the ship while we can. Oh, Rokuro trägt die Katze. Das ist like...
diese Siegel, um die ganzen Sachen, die geopfert wurden, das hat jetzt halt eine Weile gut geklappt. Und jetzt, da das Suddenly weg ist und das vorher schon bad war, kommt jetzt halt so eine Überreaktion und alle verwandeln sich instant. So fühlt sich das gerade an. Ich mache erst Tagsbilder davon. Was meinst du? Ich mache erst Tagsbilder davon? Du meinst, wenn bei der Insel es Tag ist, machst du ein Bild, ein Screenshot von dem Aussehen der Insel. Nachts sieht es hässlich aus, deswegen ja. Ah ja, okay. War mir gerade nicht ganz sicher. Let's go, ey. Du kannst ja später ein Bild schicken. Das sieht Bibi dann und dann macht Bibi auch ihre Insel neu. Hat sie ja gestern zumindest gesagt, dass sie dann die Insel neu machen will. Hm. Unterstützen der Herren. Hm. Scoutship. Hat sie gesagt, wenn ich das mache, macht sie es auch noch, oder was? Nee, aber als du gesagt hast, dass du deine Insel neu machst, ist ihr eingefallen, dass sie da auch Bock drauf hat, die Insel neu zu machen. Deswegen. Aber nur weil sie Bock heißt es ja nicht, dass sie es macht, ne? Deswegen meine Ansage mit, wenn du sowas postest und sie das siehst, vielleicht hat sie ja dann doch noch Bock. Actually doch durchzuziehen. Ja, wir haben fast 500. Ey, ich konnte gar nicht die Truhe öffnen in dieser fucking Dorfscheiße da, ey. Fällt mir gerade ein. Ich wurde einfach durchgeskippt. Mann. Nur weil ich 40 genug hatte. Jetzt muss ich da nochmal zurück eiern. Unlucky. Angeln für Cash. Ist das so gut oder was? Und Angeln fett Kohle. Oh, ich muss wieder runter. Scheiße. Ich werde gezwungen vom Game. Das waren einfach 9 Seelen, ey. Isold war früher angesagtes Urlaubsort. Frisch Vermählte verbrachten sie hier ihre Flitterwochen. So ein Mist. Wieso muss meine Generation nur all diese coolen Sachen verpassen? Ich glaube, du hattest überall große Mühe, einen Ehemann zu finden. Elmau. Die Mutter beleidigt einfach ihre Tochter. Ich glaube, du hättest überall Probleme.
Großer Fisch, großes Geld. Nachts große Fische. Ah. Ja, let's go, ey. Hau rein, die Angel. Where are we going? Where's my mom? Du hast deine Mama gegessen. Your mother is still far away. Then I need to wait for her at home. Let's go back to Horia. Scary demons are running through the village. It's too dangerous there now. But I want to see my mom. Your mom would be sad if you got hurt by a demon. Come with us, and we'll keep you safe until she comes back. Okay. Junge. I'll go with you. I wouldn't want Mom to be sad. Eiskalt angelogen. Das sind Eleanos schlechter Einfluss, ey. Tons of Betrug. I wanna go home. Ja, ist wirklich, ey. Sie macht einfach die Berseria. Du hast recht. Jetzt Batman. Junk. 7700. Geil, geil. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ob oben die Tour respawned ist, ey? Ich hab letztens meinen Kumpel einen Limonadenwitz erzählen. Fanta ist witzig. Ich hab auch hier eine Fanta, Junge. Nein, Mike, nein! It's this time of the day, ey. Weitere Limonadenwitze, please. Ein schattiges Plätzchen. Als ob. Junge, ich will da hoch. Seht ihr das? Junge, es tauntet mich. Schattiges Plätzchen. Wieso kann ich da nicht lang gehen? I see, wegen der Cutscene. All right. You're going to tell me about the demon blight and malevolence. Are you seriously thinking of breaking the Moloch taboo? That depends. Moloch taboo? Moloch taboo? This is about more than just the demons. You could say it's the truth behind how this world really works. Ooh. The knowledge can be devastating to humans, throwing into question everything they think they know. And so the Malachim agreed to withhold it from humans, for their own protection. Do you still want to know? It's not like I'm a human anymore. Das Mädchen im Hintergrund guckt sich die Waren an. I can't go on unless I know the truth. You asked for it. First of all, this thing, this illness you call Demon Blight does not exist. Any human carries the potential of becoming a demon. All it takes is for the malevolence lurking in their heart to overflow. And what exactly is this malevolence? Impure emotions beyond what reason can suppress. Think of it as the sin buried in men's souls. So you knew. I'm a witch. So malevolence is the darkness in all our hearts. Make any sense to you guys? Any at all? When you put it like that, yeah, it makes a lot of sense.
By nature, humans are incited by negative energy. It is easy to turn them towards impurity, creating malevolence. In fact, most people are constantly generating malevolence. It might even be possible that demons are people's true selves, and what little reason they possess is all that keeps them in human form. If the masses realize this, the realm would be thrown into utter chaos. That's why the Abbey propagates the lie of demon light. So I presume. That can't be true! You know yourselves there weren't any demons before the opening! It used to be that humans couldn't see demons, or Malachim. Not unless they possessed a unique spiritual talent we call resonance. All your average human would see was someone turning extremely violent. Unable to explain what was happening, they just call those people possessed or feral. Then what made people see them all of a sudden? I don't know. My guess would be that something triggered greater resonance among all of humanity. And Junge, then, das was Artorius on the gemacht day of hat. the Advent, all humans gained the ability to perceive Malachim. And in the following days, the exorcist numbers swelled. This has to be Artorius' doing. Ja, yeah. Anfang des Games, Junge, mit der großen Schwester. Die Sau. But if there's no sickness, why would an entire village turn into demons at the same time? Ja, weil die den scheiß Tempel geklaut haben. Lord of the land, with 7 mouths to devour malevolence. Humans produce malevolence, which Therians consume and transmit to Innominat. But when we removed Kamawana from the Earth Pulse point... Clever boy. That's right. With no Therian to absorb their malevolence, the villagers could no longer contain it. So you're saying it's all my fault? Ne. Hey, what's going on? You all look so sad. It's scaring me. On the other hand, at least now we know we can trust the contents of that ancient book. We tear the Therians away from their Earth Pulse points. Innominat's power will wane, and will prevent this awakening. But if we take away the Therians, then more and more humans will turn into demons. It's the only way to kill Artorius. Ooh, the knives come out. So even the truth won't stop you. Very well. Since each Therian looks different, we'll only Wir haben find Grimoire them by gerade verloren. capturing the Oh, never Earth mind. Pulse points one by one. Ist bloß runtergesprungen und geht selber. What separates humans and demons? That's Eleanor. Cheer up, Eleanor. Your mommy's looking over you too, you know. Yeah, so she is. Thank you, Kamawana. Good girl. Grimoire, I want you to tell me more about what you said earlier. About malevolence? Junge, wenn man Fanta trinkt, wird man fantastisch. I understand that human emotions create a Rainer hat poison mich called gesaved. Ich glaube auch, ey. malevolence that Pizza ist turns im people Ofen, du into Gott. demons. Junge, Pizza Day Is oder there was? no way to stop Ich habe malevolence auch heute being Tiefkühlpizza created? da. As long as humans remain human. Vielleicht mache ich mir ja auch eine Tiefkühlpizza. Malevolence is born of emotion, you see. But your kind must have found a way around it. Malachim experience emotions too. But Malachim do not produce malevolence, unlike humans. That's a lie. I've watched a Malak turn into a demon. That only happens when we are exposed to too much external malevolence. True. Hast du dir noch die Pizza von Henry ergaunert? Nee. Ich habe mir heute welche gekauft. Melchior hit that Malak with something that turned it Da wäre ich ja into a nachts lion. losgegangen. Was it malevolence? Chicken Mozzarella. To Malachim, Lass dich schmecken, malevolence Mike. is a powerful toxin. We seek those of purity to serve as vessels to protect us from it. It is not a perfect solution, however. If the vessel is corrupted, the Malak is as well. Für schlechte That is Tage correct. mailen, ey.
So a Oder fellow für tried schlechte to do Momente, that. wo man hungry ist und And gerne Laffy Pizza said- essen möchte. That must be what Eisen meant when he said he'd hate to see Laffysette's vessel broken. A small crack in one's soul is often all it takes to break a person apart. So try not to pick on our squeaky clean exorcist too much, hmm? Thanks for the warning. Ich frag mich, ob ich... Nee, ich darf leider nicht zurückgehen. Ich muss erst die Insel verlassen. Oi! So I rescued this poacher who'd run away from one of those Class 4 islands, right? Der She Wilddemon? mentioned something about being hired by some chef to go hunt a rare wolf on the island. But she didn't see a single blasted critter on that island, let alone any rare wolf. Place was empty. Then why did she run away? Even though she never saw nothing, she kept hearing some beast howling round the island. Freaked her right out, I tell ya. When she got back to her boat, her food had been pilfered and her ship was scratched Damit up man to mich beim hell. nächsten Mal als einzigen She ohne got out of Pizza there lassen as kann. quick as she Haha, could, Melin. but her ship sunk. Hättest du soon mir as heute she auch eine opened Pizza water. gekauft, ey. Sounds like whatever's there is as smart and manipulative as it is vicious. Sounds like. Ich habe mir so einen Dreierpack gekauft, ey. Also habe ich dreimal eine Pizza. Das heißt, wenn ihr zweimal anfangt, alle Pizza zu essen, beziehungsweise dreimal, dann kann ich einfach mitmachen. Alright, neue OP-Insel. Melin wieder aktiv. Ja, Melin hat ja auch Ferien. Muss jetzt nicht lernen. Ich habe welche da, aber das ist meistens zu spät. Ach so, zu spät zum Essen. Ich glaube, ich schmeiß mir die auch gleich im Ofen rein. Und dann können wir gleich Daily Dose auf Internet gucken. Dann mach ich mir auch eine, wenn du dir eine machst. Ja, ich mach eine. Ich will nicht... Ich bin heute down für Pizza, ey. Weil gestern alle Pizza gegessen haben. Heute essen schon wieder alle Pizza, Junge. I'm down, ey. Freitag, Donnerstag der Pizza Day. Ja, komm. Ich werf mir die kurz im Ofen rein. Dann müssen wir auf die Uhrzeit gucken. Es ist 21:12 Uhr. Ich bin gleich wieder da, Leute. Hier. Nutzt die kleine Pause aus, um euch Soundcommand zu gönnen. Aber erst... gleich wieder da. Mach mir selbst eine Pizza? Jo, wenn du genug Stuff da hast, um eine Pizza zu machen, let's go, man. Heute ist Dönerstag, ja, bei mir ist heute einfach Pizzatag. No! No! No, niente!
spielen, ne? Junge! 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 Es ist soweit! Jawohl, Junge! Alright, Leute. Letzte Chance für Sound Command. Pizza ist im Ofen. So sieht's aus. Auch bei mir ist es soweit. Jo, dankeschön. Zack. Ich hab Kakao getrunken, jetzt muss ich die ganze Zeit aufstoßen. What the fuck? Okay. Chance vertan, würde ich sagen. Hier gibt es noch einmal den hier. Fahr gegen Baumel. Mit deinem Fahrrad. Zack, und wieder aus damit. Yeah, zu spät. Too slow, ey. Gerade so die Chance verpasst. Muss jetzt bis zur nächsten Pause leider warten. Also bis zur Pizzapause. In 15 Minuten. Aber morgen wieder aufpassen, was ich esse. Nach der Pizza heute, meinst? Morgen dann nur noch Reiswaffeln all day. Let's do it. Besides, we need to see if that demon in the villa was actually a Therian. Good point. And the Bloodwings might know something about the other Therians too. We're heading for Logris. Prepare to set Pizza sail. und Nudeln. Ready anytime. Cheat Day heute. Darf ich jetzt zurück? Ne. Muss jetzt mal abhauen. So. Darf momentan nur noch 6 in Hafen. Ein bisschen doof. Aber wir gehen erstmal da hin. Und Schokolade. Junge, Choki. Choki. Well, hello there. Leere Normenhut für Eisen. Alright. Hier gibt's Wölfe. Bei der Challenge. Macht auch Sinn, weil die haben ja über Wölfe geredet. Junge! Das war aber eine fette Explosion, ey. Bam, Junge! Oh, der Damage! Everyone is dead.
seid ihr denn für welche? Buschaffe. Keine coolen Fische. Dann hast du die Chance gleich vertan, oder was? Die Nacht geht ja nicht für immer, oder was? Okay, genug Fisch verkaufen, dann wird weiter geangelt. Alright. Varaha. Combo einfach ohne zu Combo, Junge. Brennender Ansturm. Dolche. Glänzende Dolche. Kampfschuhe für flinke männliche Kämpfer. Federtritt erhalten. Alright. Also Tag und Nacht sind wie im echten Leben in Animal Crossing, also eher wie du deine Switch eingestellt hast und nicht für die Timeskippen. Ah, Nacht und Tag ist gesinkt mit Real Life. Ah, I see. Ja, cool. Da gab es ja auch was mit Timeskippen, ich erinnere mich, wo dann alle gecheatet haben. So, wir haben einmal die süßen Schuhe, Zeit, in der du keine Objekte benutzen kannst. Ist jetzt nicht so relevant at this point. Dann haben wir die hier oben nur. Dann nehmen wir die hier unten, I guess. Gut. Okay, let's get out of here. Dann hast du ja eh den ganzen Abend Zeit. Außer du spielst doch mal Tekken. Wenn du denn nochmal Zaten die Lust hast auf Tekken. Cutscene? Die verstehen sich beide gut. I lost my mother to a demon. Yet that girl's a Therian. I don't even know what I want anymore. Hey, that's pretty.
You like to look at that thing, don't you? Yes. My mother... Someone very important to me gave me this. I treasure it a lot. Oh, sie gibt es Looking at it weiter. gives me strength. Do you want to see it? Yeah! What's wrong? My face! It's scary! Uh-oh. I don't want to look like that! Uh-oh. I don't want my mommy to Uh-oh. hate me! God damn it, Eleanor! Wow. When I was her age, that's just how I cried. Alles falsch gemacht. Ist so. Tekken hat überhaupt nicht gebockt. Oha. Hast du wieder I ausgemacht. want you to see this. That huge owie. What happened? Junge, wir haben's Big gar nicht and gesehen. ugly, Ey. isn't it? There are scary things about my body too. But Aber do den you Zeit think Boobshot I'm oder was? scary, Da ist okay. No, not at all. But are you alright? Does that hurt? Thanks, sweetie. I'm alright, I promise. What about me? Do you think I'm scary? You're such a sweetheart, Kamoana. Nobody could ever be scared of you. Not me, not your mother, not Laphicet. You don't have to cry anymore. It'll be okay. I promise. Okay. That scar, was it from a demon? Yeah. They attacked my village. Junge, Laphicet when hat I genau was auf a die girl. Bubis geschaut, ey. Deswegen ist er leicht rot im Gesicht. I was so hurt, I couldn't move. Lass das Velvet hören, ey. But my mother lured them away from me, so I could survive. What happened to her? The last thing she said to me was, "Stay strong and keep living." Oh. Come to the deck. Grimoire says she's learned something from the book. Hey, why's your face so red? It's nothing. Er hat Bubis gesehen, Junge. Somehow, I doubt that. It's nothing, I swear. Gelogen. Eleanor bringt einen nur Scheiße bei, Junge. Betrug, ey. Zeigt ihre Bubis rum, ey. Do you all remember the second verse of that song Laphicet read earlier? 4 Empyreans may tear him asunder, but so long as there is one receptive to divine power, Therian shall be forever reborn in sight of the full crimson moon. Right. That's what I've gathered you all here to discuss. And we think that passage means that Inominat and the Therians will be revived by a chosen one, right? Yes, but the shall be forever reborn part kept bothering me. I've reconsidered my analysis. Suppose that instead of someone being chosen by Inominat to create Therians, the song means that Inominat chooses who becomes Therians. But so long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn. What do you think that could mean? That someone receptive to Inominat's power will be reborn as a Therian. Like Kamoana. Which is to say that the Abbey figured out how to turn people into Therians, and then got right to work. That's... Are you really that surprised? Artorias has always been one to prioritize the many over the individual, as I well know. Another thing to consider is this wording about Therians being forever reborn. This could mean that one Therian will be reborn again and again. Or it could mean that different Therians will be born to take their place. Müssen wir gleich gegen Pizza Meaning gucken, that ey. even if you kill one, there are more waiting in line. They can't be wiped out. Looks like prioritizing the one over the many was the right call this time. Eh, Velvet? I never said I wouldn't kill her, if it would prevent Inominat's reawakening. But Therians can't be killed. Not truly. So, in a nutshell, if you kill one, another person who's receptive to Inominat's power will be reborn as one. Klingelt in 4 Right. Minuten. But the song says that 7 mouths feed the body. Statt halt So there's only so 9 bis many 30 around. Minuten, wegen, If you weil ich dich don't vorgewärmt kill hab. them, Mal sehen. The Muss eigentlich next nicht ready ones sein bei won't be mir. born. Exactly. So we remove the 7 Therians from their Earth Pulse points instead. But then, we also have to protect them so the Abbey doesn't steal them back. Or kill them.
Sounds tricky. We've got to protect my Immer boat 20. too. Yeah, you take real Aber mir good geht's care of schnell, ey. that Mein thing Ofen now. ballert ganz Got it? schön. You bet I will. In that case, we should probably work on securing a proper hideout for ourselves. You got a secret base or anything, Eisen? It's every man's fantasy, but sadly, I don't. We need a Jeder Mann braucht sein hard-to-find Geheimversteck. spot. One where we can guarantee a steady supply of malevolence for the Therians. Somewhere devoid of people but full of malevolence. Real poser you got there. With the Abbey in control of the entire continent, Gut, finding a dass ich place like nachgeschaut that habe, ey, will meine be Pizza easier ist schon said than fertig. done. Meanwhile, Hab's mal ausgemacht. Illuminat's reawakening draws ever closer. Also ist We'll keine have to große keep Pizza, collecting Junge. our Therians while we search for a hideout. For now, let's just get to Logris. Kann ich Pause drücken, Game? Ne? Ne? Please? Okay. Leute, ich hol mal kurz meine Pizza. Gleich wieder da. Und dann wird's, glaube ich, Zeit, Daily Dose of Internet zu gucken.